Und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbauer. Ich bin's, der Sven, zum zweiten Teil vom BMW 507 Cabrio aus dem Hause Revell. Nachdem wir ja im ersten Teil den Motor zusammengebaut haben, inklusive der Nachbildung der Zündkerzen, geht es heute in diesem Teil um das Chassis, ein paar Teile noch für den Motor. Wir haben dann die Auspuffanlage. Unter anderem werden wir dann auch die Radaufhängungen von wie auch hinten montieren und das Ganze geht dann bis Schritt 22. Da die Spritzlinge alle in schwarz sind, müssen wir die vorher grundieren, genauso wie hier bei dem Chassis. Da werde ich jetzt hier noch die Auswurfmarken wegmachen. Unten haben wir jetzt keine. Und mit was grundiere ich das? Und zwar mit dem Primer von Tamiya. Das ist ein feiner Primer, so dass wir im Nachgang nicht großartig schleifen müssen. Die Dose gibt es für rund zwischen 10 und 13 Euro liegt die circa und lässt sich ganz gut verarbeiten. Ich werde jetzt als erstes die Teile alle mal grundieren und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video.
Chassis ist jetzt hiermit fertig, inklusive dem Motoreinbau. Es gibt eine Schwierigkeit an diesem Modell, und zwar hier bei dem Stoßdämpfer. Wir haben hier einen kleinen Stift, da soll dieses Teil rangedrückt werden und hier unten so befestigt werden, nachdem wir die Lenkung eingebaut haben. Ich gebe euch den Tipp, macht den Stoßdämpfer vorher an den Stift ran, dann habt ihr nicht die Schwierigkeit, den einzubauen, weil das war nicht sehr einfach, weil teilweise ist der Stift so lang gewesen, dass man dieses Stück gar nicht richtig reindrücken konnte. Ich habe dann das Loch von dem Stoßdämpfer mit 1,2 mm Bohrer aufgebohrt, den Stift etwas gekürzt und dann habe ich das drauf geschoben. Bei dem Kühler schaut es per Anleitung so aus, dass hier vorne wie so ein Nut drin ist, und das soll aber hier hinten so reingesetzt werden. Ich zeige euch das mal anhand der Anleitung. Also hier sieht man schön, hier soll wie so eine Nut sein angeblich, wo dann dieses Teil reingesteckt wird, aber das kommt hier rein. Also, und dann müsst ihr auch aufpassen, dass ihr das Teil hier nicht irgendwie abbricht, gell? Weil, wie man es sehr schön sieht, das liegt sehr eng aneinander. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, was uns in der nächsten Ausgabe erwartet. Und zwar werde ich dann das Interieur zusammenbauen bis Schritt 30, wo dann auf Schritt 31 das komplette Interieur schon auf das Chassis drauf kommt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss, euer Sven.